für diese Folge zu finden. Es fällt mir richtig, richtig schwer und das, obwohl ich reden kann wie ein Buch. In meinem Kopf waren so viele Gedanken, die ich für richtig hielt und dann wieder verworfen habe. Und diese Leere, die irgendwann zwischen all diesen Worthülsen und Gedanken entstanden ist, hat mir höchstwahrscheinlich das ermöglicht, was jetzt hier alles folgt. Und zwar nicht nur in diesem Format, sondern auch in diesem Jahr mit dem, was alles hier so gerade entstehen darf. Und da möchte ich dich heute mitnehmen. Aber erstmal, hi, mein Name ist Matt und ich lebe mit meinem Mann, unserem Hund Esmeralda und unseren 6 Katzen in Mexiko. Mich beschäftigt immer wieder, was auf der Welt passiert und manchmal werde ich dabei auch richtig, richtig wütend. Und weil ich finde, dass unsere Wut viel zu oft viel zu wenig Platz hat, gibt es ab heute das Format unbequem und in Anführungszeichen unnötig, beziehungsweise bequem und nötig. Der Raum, in dem Wut willkommen ist und gleichzeitig auch der Wunsch nach Veränderung Platz hat, auch wenn es im ersten Moment vielleicht mal noch keine konkrete Lösung gibt für ganz egal was. Weil manchmal ist es einfach wichtig, wütend zu sein. Und genau um diese Wut wird die erste Folge unbequem und unnötig gehen. Vielleicht fragst du dich jetzt, was ist mit ihr? Warum redet sie über wütend sein? Was macht sie denn so wütend? Weil wenn man mein Profil oder mein Channel hier durchguckt, könnte man wahrscheinlich meinen, dass es mir alles in allem sehr gut geht, ich in einer sehr privilegierten Position bin, den Dingen nachgehe, die ich sehr gerne mache, damit glücklicherweise auch noch Geld zum Leben verdiene und an sich doch soweit alles so gut ist. Und ich würde auch mal sagen, dass das großteils so stimmt und ich an einer Position oder an einem Punkt in meinem Leben bin, wo ich mit dem, was ich für mich erschaffen habe, mit dem, was ich den ganzen Tag so mache und womit ich mich beschäftige und was ich auch in die Welt tragen darf, sehr zufrieden bin. Da gibt es natürlich sehr viel Optimierungsbedarf, da gibt es sehr viel Luft nach oben, da gibt es immer wieder neue Projekte, spannende Sachen und. Aber im Großen und Ganzen finde ich mein Leben, wenn man das jetzt einfach ganz isoliert betrachtet, ziemlich cool. Und gleichzeitig war ich zum einen in den letzten Jahren auf der Welt unterwegs, durfte ein paar wundervolle Orte besuchen und ganz, ganz viele Menschen kennenlernen. Und zum anderen war ich aber einfach auch schon immer ein sehr interessierter Mensch, geschichtlich, politisch, allgemein, was in der Welt passiert. Einfach neugierig. Ich liebe es, mich mit Menschen zu connecten. Ich liebe es, mich auszutauschen. Und ich liebe es, auf dieser Welt zu sein, weil ich finde, dass unsere Welt, die Erde an sich, ein unfassbar schöner Ort ist. Mit so vielen Wundern, mit so viel Natur, mit so viel Komplexität und trotzdem gleichzeitig einer Einfachheit. Und da kommen wir auch schon zum ersten Punkt, wenn du dir bisher noch nicht die Frage beantworten konntest, warum ich vielleicht wütend bin. Ich bin generell wütend mit dem, was auf der Welt passiert. Und zwar mit ganz schön viel, um ehrlich zu sein. Und da gibt es Themen, ich habe unter anderem auch im Podcast schon mal drüber gesprochen, wie beispielsweise diverse Kriege, um jetzt mal den Krieg in Gaza zu nennen, der da aktuell stattfindet, oder den Völkermord im Sudan und im Kongo oder im Kongo und im Kongo. Der Völkermord oder der ja, fortlaufende Genozid an den Uiguren im asiatischen Raum, um auch dort ein Beispiel zu nennen, um nicht immer nur auf diese klassischen Dinger rauszugehen, um allem auch direkt die Luft rauszunehmen. Ich kenne alle Konfliktherde und ich versuche allem die Aufmerksamkeit zu geben, sowohl mich darüber zu informieren, als auch in irgendeiner Form darüber aufzuklären. Und zum anderen finde ich es einfach auch wichtig für mich, dass ich darüber Bescheid weiß, dass ich weiß, dass diese Dinge stattfinden und es aber trotzdem nicht mein alltägliches Leben beeinflusst. Weil das ist auch nicht Sinn der Sache. Und es soll auch nicht dieses Format sein. Also ich möchte in keiner Weise mit diesem Format in irgendeiner Form Schuldzuweisungen machen oder sagen, einzelne Personen oder Personengruppen sind schuld an bestimmten Dingen. Überhaupt nicht. Sondern mir geht es darum, dass ich einen Raum schaffen möchte, in dem
Menschen ihre Wut äußern dürfen, in dem unbequeme Themen angesprochen werden, in denen oder in dem Wut Platz hat. Ganz egal, worüber oder worauf dieser Mensch gerade wütend ist, weil es kann so viel sein und das meiste davon ist einfach berechtigt. Und ich habe jetzt beispielsweise gerade eine Sache genannt, die mich sehr wütend macht, die mich schon seit sehr langer Zeit sehr wütend macht und wo ich immer wieder auch schon dachte, okay, vielleicht sollte ich einfach mal all dieser Wut Luft rauslassen und das in einer Folge komplett mal runterranten. Und dann habe ich mir aber auch jedes Mal wieder gedacht, bevor ich die Folge aufgenommen habe, und wie du merkst, ich denke sehr viel, nee, das ist nicht das, was ich möchte. Das ist nicht mein Ansatz, einfach nur zu ranten. Nicht, dass ich das nicht könnte. Und es gibt auch, finde ich, ganz viele Leute, die das ganz toll machen und es ist richtig, richtig wichtig. Aber mein Anspruch an mich war nicht zu ranten. Mein Anspruch ist, Dinge zu thematisieren und auch unbequeme Dinge zu thematisieren, aber auch gleichzeitig in irgendeiner Form was daraus zu machen. Und das kann ich jetzt ganz einfach sagen, weil das war für mich mein allergrößtes Learning aus dieser ganzen Geschichte. Vielleicht klingt das jetzt alles erstmal so ein bisschen diffus für dich, aber ich gebe mir Zeit, so wie du hier nebenher schauen kannst, wie ich ein bisschen Zeit brauche, um aus diesen Holzkisten, die ich hier aufeinander staple, irgendwas Cooles zu machen. Und aus Dingen, die da sind und Dingen, die mich genervt haben, wie diese Holzkisten, die überall rumgestanden sind, zu irgendwas zu transformieren, was Sinn macht, was mir Freude macht, was mir weiterhilft oder was auch hoffentlich ganz vielen anderen Menschen Freude bereitet. In diesem Fall von dem Holzregal sind es keine Menschen, sondern unsere Katzen. Die werden ganz, ganz, ganz viel Spaß daran haben. Aber zurück zum Thema Wut und diesem Format und all dem, was ich jetzt gerade schon kurz so in den Raum geschmissen habe. Das Thema Wut ist mir ein großes Anliegen und ich möchte da gerne trotzdem drüber sprechen, aber nicht indem ich meine Wut äußere, sondern indem ich das Thema Wut mal so ein bisschen näher beleuchte. Ich würde mich als sehr, sehr wütenden Menschen beschreiben. Ich war schon immer sehr wütend. Ich habe auch nie einen großen Hehl daraus gemacht, meine Wut irgendwie zu verbergen, was mich auf jeden Fall sehr viele Freundschaften gekostet hat, was mich sehr viele Arbeitsverhältnisse gekostet hat, weil Wut kann natürlich auch, ja, ein bisschen ausufern, wenn diese Wut nicht ein gesundes Ventil hat, nennen wir es einfach mal so. Dementsprechend, ich weiß, wovon ich rede, wenn ich sage, ich bin ein sehr wütender Mensch. Das ist auch was, was ich in letzter Zeit weniger, aber Zeit meines Lebens sehr, sehr oft gehört habe. Du bist der wütendste Mensch, den ich in meinem ganzen Leben getroffen habe. Und ich war schon immer sehr wütend, weil ich finde eben, wie ich vorhin schon kurz angesprochen habe, dass auf dieser Welt sehr viele Dinge passieren, die nicht so sein sollten, die nicht so sein müssten, die ungerecht sind, die nicht schön sind, die kontraproduktiv sind, die besser gemacht werden könnten. Und ich verstehe ganz oft nicht, warum diese Dinge immer noch so sind, obwohl so viele Menschen noch wissen, dass es keinen Sinn macht. Was auch immer das sein mag im Einzelnen. Es gibt genug Beispiele. Dementsprechend habe ich auch schon immer sehr viele Gründe gefunden, um wütend zu sein. Und das ist auch einfach, weil da, wo man seinen Fokus drauf legt, da fließt die Energie hin. Dementsprechend sind mir natürlich auch Zeit meines Lebens sehr viele Situationen begegnet, in denen ich sehr schnell sehr wütend werden durfte. Und was ich gemerkt habe, mal ganz abgesehen davon, wie sich diese Wut gezeigt hat, aber was für mich die interessanteste Beobachtung über diese ganz schön lange Zeit inzwischen war, wie wenig andere Menschen es gibt, die wirklich wütend sind und die diese Wut auch wirklich zum Ausdruck bringen. Und vor allem, und da werden sich jetzt wahrscheinlich einige auch angesprochen fühlen, vor allem unter Frauen. Wenn du eine Frau bist, eine weiblich gelesene Person bist, dann darfst du dich gerne mal hinterfragen in dem Moment, wenn du magst, wann du das letzte Mal so richtig wütend warst und wie diese Wut ausgesehen hat. Hast du die gezeigt? Hast du die rausgelassen? Hast du das mit dir ausgemacht? Was war da so los? Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, diese Frage. Und auf der anderen Seite, jetzt ganz abgesehen von Frauen, das ist einfach auch nochmal ein Thema, wo ich vielleicht mal extra drüber spreche, weil ich finde, Wut bei Frauen ist nochmal sehr,
Ja, da kann man sehr tief gehen, weil es ganz, ganz viele verschiedene Gründe gibt, warum sich das bei Frauen auch ein bisschen anders zeigt und auswirkt als bei Männern, weil einfach dieser gesellschaftliche Blick oder diese gesellschaftliche Akzeptanz von ausgelebter Wut eben sehr unterschiedlich ist, was die Geschlechterrollen angeht. Und was ich auch gemerkt habe, ist, wie unangenehm vielen Menschen ist, wütend zu sein. Und ich finde, dass Wut mit einer der schönsten Emotionen sein kann und natürlich auch gleichzeitig eine der zerstörerischsten. Darüber brauchen wir gar nicht reden und da möchte ich auch überhaupt gar nichts dran schön reden. Wenn Wut in irgendeiner Form zu Gewalt und oder Verletzung führt, ist es niemals in irgendeiner Form zu rechtfertigen. Aber das ist ja auch eine sehr toxische Auslebung von Wut, weil an sich, um mal so ein bisschen auch das jetzt von meiner persönlich emotionalen Haltung zu dem ganzen Wutthema wegzuholen. Wut gehört zu den Grundemotionen. Das heißt, da gehört beispielsweise dazu Scham, Traurigkeit, Freude, Wut ist eben mit dabei. Und bei Wut ist die extremste Ausprägung dieser Emotion. Also da gibt es natürlich auch nochmal verschiedene Abstufungen, wie beispielsweise Ärger, Zorn, Wut. Okay, vielleicht ist Hass nochmal ein bisschen ausgeprägter als Wut, wobei das ist vielleicht schon mal nochmal besonders zu betrachten, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Aber Wut gehört zu den Grundemotionen eines Menschen. Das heißt, diese Daseinsberechtigung ist einfach gegeben. Also die ist da. Das ist einfach auch nicht wegzureden. Und Wut sollte auch in keinem Fall aus dem Leben verschwinden. Was man vielleicht verändern darf, wenn man da das Bedürfnis hat oder auch das Gefühl hat, da sollte man vielleicht was verändern, ist die Perspektive auf Wut, das Verhältnis zu Wut, wie man Wut auslebt und was man daraus macht. Und genau das ist für mich so ein bisschen, was ich selber auch ganz krass lernen durfte an dieser ganzen Thematik, diese Wut nicht nur auszuleben, sondern daraus auch was zu machen. Weil, um es mal ganz einfach runterzubrechen, ist Wut eine Emotion, die uns zeigen kann, dass gerade eine Grenze überschritten wurde, dass uns jemand verletzt hat oder dass uns was getroffen hat, dass also körperlich und oder emotional oder dass in irgendeiner Form was nicht stimmt. Wie beispielsweise das, was ich gesagt habe, diese ganzen Ungerechtigkeiten, wo ich einfach fühle als Mensch, einfach nur als menschliches Wesen, dass ganz, ganz viele Dinge nicht in Ordnung sind, aber die Handlung eine andere ist, dann dieser Widerspruch ist, würde ich sagen, das, was diese Wut entzündet. Dass Dinge anders wahrgenommen werden, als sie gesehen werden, was ja zu einer kompletten Verwirrung von uns Menschen auch irgendwo führt, weil ich weiß ja, es ist nicht in Ordnung, wie es läuft. Und trotzdem passiert es aber. Und ich kann aber nichts tun, obwohl ich weiß, dass es so ist. Und diese Hilflosigkeit auch irgendwo, genau, das ist noch ein weiterer Punkt, ist auch was, was einfach zu einer unheimlichen Wut führen kann. Und gleichzeitig ist Wut aber auch eine Transformationskraft, ein Antrieb, etwas, was das Potenzial hat, Dinge wirklich zu verändern, weil Unzufriedenheit oder Schmerz, vor allem emotionaler, mentaler Schmerz, so groß geworden ist, dass man es nicht mehr aushält und sagt, jetzt ist Schluss, jetzt muss sich was verändern. Und da sind wir auch bei meinem wundervollen Formatnamen unbequem und nötig. Ja, Dinge, die sich verändern, sind unbequem. Es tut weh, es ist ein Prozess. Es läuft auch nicht immer alles gut. Und diese Wut ist vielleicht auch erstmal ein Antrieb, der einen nicht wirklich in eine Richtung bringt, weil vielleicht weiß man noch gar nicht, in welche Richtung. Aber zumindest ist es mal ein Schritt nach vorne. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass Wut Platz hat, dass Wut ausgelebt wird, dass Wut benannt wird, dass Dinge ausgesprochen werden dürfen, auf die Menschen wütend sind. Dass Räume geschaffen werden, in denen unangenehme, unbequeme, unschöne Diskussionen geführt werden. Weil es wichtig ist, weil es unendlich wichtig ist, dass wir all diese Dinge, die aktuell nicht gut laufen
Und da kannst du jetzt für dich einsetzen, was du persönlich einsetzen willst. Ich bin mir sicher, dass dir 5 oder 10 oder wahrscheinlich sogar 15 Dinge einfallen, die du persönlich nicht findest, dass sie gut laufen aktuell. Und das können auch ganz kleine Dinge sein, aber im Großen und Ganzen ist es gerade einfach Kacke. Und so ehrlich darf man sein. Und natürlich, wie ich auch anfangs schon gesagt habe, mir persönlich geht's gut. Aber ich möchte ja nicht nur, dass es mir gut geht. Ich möchte ja, dass es allen Menschen gut geht. Weil das ist doch das, wo wir alle hin möchten. Weil wer bin ich, dass ich sage, ja, mir geht's gut, okay, dann schön. Tschüss, auf Wiedersehen. Schönes Leben, viele Kinder. Ich habe mein Schäfchen im Trocknen. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck von einer Weltgemeinschaft, von einer Bevölkerung, die global in irgendeiner Form zusammenleben möchte, aber auf der anderen Seite halt sich gegenseitig permanent ins Wohnzimmer scheißt. Und sorry for my English, aber dafür, ja, dafür schäme ich mich auch einfach nicht, weil ich weiß von ganz vielen Menschen, dass sie das genauso sehen wie ich. Aber da sind wir beim Punkt. So viele sprechen es nicht aus. Aus ganz unterschiedlichen Gründen, die ich auch verstehe, die auch in Ordnung sind. Aber ich darf es aussprechen. Ich möchte es aussprechen und ich werde es aussprechen. Weil diese ganze Wut und dieses ganze Unzufriedensein und dieses ganze zu mir auch immer wieder zu sagen, Madeleine, das ist richtig. Du empfindest es richtig, dass es nicht richtig ist. Weil ich hinterfrage mich ja auch permanent. Übertreibe ich? Denke ich mir irgendwie, spinne ich mir Sachen zusammen? Fokussiere ich mich nur auf das Negative? Nein, ich habe es gegengeprüft auf ganz vielen Ebenen. Und was ich einfach immer wieder feststelle, und das habe ich jetzt schon ein paar Mal genannt, aber ich möchte es an dieser Stelle einfach nochmal aufgreifen, was mir so, so wichtig ist. Wut ist wichtig. Wut zur Veränderung. Es gab mal so eine Zeit lang, da hat man gesagt, der Wutbürger. Das, das war das Unwort des Jahres. Ich weiß nicht in welchem Jahr, kann man bestimmt googeln. Aber der Wutbürger war das Unwort des Jahres. Und ich fand das damals eher lustig, weil da war ich auf jeden Fall noch ein bisschen jünger als jetzt. Und damals habe ich mich damit auch noch nicht so auseinandergesetzt wie heute. Aber dass man das auch so ins Lächerliche gezogen hat, dass Menschen wütend geworden sind. Weil, wie gesagt, wir brauchen wütende Menschen. Keine der großen Veränderungen auf der Welt ist aus einer Ich backe Plätzchen mit meinem Nachbar-Situation entstanden, sondern meistens sind da Menschen losgegangen, die auf irgendwen oder irgendwas sehr, sehr wütend waren und die gesagt haben, ich möchte was verändern. Und genau das ist eben der zweite Punkt. Dann auch seine eigene Rolle darin zu erkennen. Und meine Rolle zu erkennen war, hey, du darfst einfach diesen Raum aufmachen und genau das anderen Menschen bieten, was du dir selber wünschst. Nämlich ein Raum, in dem es in Ordnung ist, seine Wut zu benennen, seine Wut auszusprechen. Das unbequeme Gespräch zu suchen, anderen Menschen vielleicht auch unbequeme Sachen zu sagen, aber in einem respektvollen, geschützten und gehaltenen Rahmen, in dem es einfach möglich ist, solche Gespräche zu führen, weil bestimmte Regeln in Anführungszeichen festgelegt worden sind oder weil wir uns einfach darauf committen und sagen, ich möchte aus diesen Emotionen, die da in mir sind, immer wieder, ich möchte da wirklich was verändern, weil vielleicht ist es auch so, dass man manche Dinge gar nicht alleine verändern kann. Weil es auch beispielsweise, was ich ganz, ganz oft gehört habe, ja, wenn du doch so wütend bist und wenn du doch alles so scheiße findest, dann schlag doch mal was Besseres vor. Nee, ist nicht meine Aufgabe. Also natürlich ist es meine Aufgabe, ist Eigenverantwortung. Aber ich muss nicht, nur weil ich wütend bin oder weil ich mit was unzufrieden bin, muss ich nicht sofort auch eine Lösung parat haben, um mir davor erlauben zu dürfen, wütend zu sein. Ich darf auch erstmal wütend sein und ich darf das auch erstmal aussprechen und ich darf das auch erstmal benennen und in den Raum stellen. Wenn Leute mich dann davon überzeugen, dass es gar keinen Grund gibt, wütend zu sein und ich irgendwann merke, ja, okay, gut, da hast du vielleicht übertrieben, fair enough, dann können wir noch mal drüber reden. Aber nur weil ich wütend bin, weil ich was nicht gut finde, weil Dinge mich stören, weil ich unbequem bin, weil ich mit meiner Wut unbequem bin und unbequeme Räume öffne,
heißt es nicht, dass ich auch direkt verpflichtet dazu bin, eine Lösung zu finden. Weil ich glaube, die Probleme, die wir auch gerade auf der Welt haben, die sind so groß, da kann kein einzelner Mensch eine Lösung für finden. Was aber dafür notwendig ist, dass viele Menschen sich zusammentun, die gemeinsam Lösungen finden möchten. Und diese Menschen wiederum sind hoffentlich, das ist zumindest mein ganz, ganz großer Wunsch, sind hoffentlich auch bereit dazu, unangenehme Gespräche zu führen, wütend zu werden. Und zwar nicht wütend aufeinander zu werden, sondern wütend auf das zu werden, auf das wir wütend sind. Und diese Wut dorthin zu kanalisieren und gleichzeitig aber auch sich gegenseitig durch das, dass man sich sieht, dass man sich hört, dass man sich wahrnimmt und dass man sich wertschätzt, dass man ein gleiches Ziel verfolgt, dass man dadurch gleichzeitig auch vielleicht auf Lösungen kommt, die Dinge verändern können. Weil ich glaube, dass wir sehr, sehr große Veränderungen brauchen, um die Probleme anzugehen, die wir aktuell auf der Welt haben. Und wenn ich eine Lösung dafür hätte, dann könnte man mich wahrscheinlich auch anbeten, aber ich habe die Lösung noch nicht. Deswegen ist eben mein Rolle erkennen gewesen, zu sagen, hey, dann mach doch genau das, was du dir mehr wünschst, nämlich diesen Raum zu öffnen, dieses Format ins Leben zu rufen, unbequem und unnötig. Und dieses kleine Wortspiel auch so ein bisschen zu nutzen, um, ja, trotz aller Ernsthaftigkeit auch nicht zu vergessen, dass es ja irgendwo auch Spaß machen soll und dass es ja nicht ein Projekt ist, das wir dann morgen abschließen, sondern da geht es ja wirklich darum, große und wahrhaftige Veränderungen zu erzielen und ganz neue Wege auch irgendwie zu gehen. Zumindest ist es das, was ich fühle. Und was mich jetzt auf jeden Fall schon mal voll interessieren würde, weil ich jetzt auch so viel über Wut gesprochen habe und vielleicht wie ich eher zu denen gehören, die super wütend sind in general. Oder vielleicht fühlst du dich jetzt auch angesprochen oder angegriffen, wenn ich sage, dass es Menschen gibt, die nie wütend werden, was ich persönlich gar nicht verstehen kann. Aber ich muss es ja auch nicht verstehen. Ich möchte es aber vielleicht ein bisschen besser verstehen. Und deswegen würde ich mich auch mega freuen, wenn du mir einen kleinen Kommentar da lassen würdest und einfach mal so in Bezug auf diese Folge oder was das jetzt auch in dir ausgelöst hat. Vielleicht hat diese Folge dich jetzt auch total wütend gemacht, was ich da gesagt habe und du bist jetzt sauer auf mich und möchtest mir das sagen. Vielleicht möchtest du mit mir teilen, auf wen oder was du wütend bist, wenn du wütend bist oder wenn du zu den Menschen gehörst, die vielleicht sagen, nö, also Wut ist sowas, damit kann ich gar nichts anfangen, dann sag mir doch gerne mal, wie du das machst. Also, ich meine das komplett ernst. Hast du irgendwie einen Trick, dass du sagst, naja, das lohnt sich für mich nicht? Oder sagst du, ich würde voll gerne wütend werden, aber ich weiß gar nicht wie? Oder ich durfte das nie und ich habe mir das abgewöhnt. Ich möchte da in den Austausch gehen und möchte da in die Verbindung gehen vor allem auch. Und am 18. Januar werde ich einen Call machen, einen ersten Infocall für ein sehr großes Projekt, das ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe. Also nicht, dass ich das dieses Jahr fertig mache, aber dass es dieses Jahr zumindest mal anfängt, in den Kinderschuhen zu laufen. Und da wird es eben unter anderem auch vor allem um Verbindung und Veränderung gehen. Wenn du jetzt noch irgendwas zu sagen hast oder eine Frage oder so an mich hast, dann lass mich das voll gerne wissen. Ich bin jetzt ein bisschen in eine andere Richtung nochmal gegangen, wie ich eigentlich dachte, dass dieses kleine Voice-Over gehen wird. Aber es passt, glaube ich, perfekt, wie ich das gerne ausdrücken wollte. Und es hat angefangen, einfach zu flowen und aus mir rauszuplappern. Deswegen bin ich ganz beseelt, dass ich finally geschafft habe, dieses Thema in Worte zu packen und währenddessen noch kurz ein cooles Regal für unser Schlafzimmer zu bauen. Und unsere Kätzchen, die bekommen da noch so kleine Schlafkisten rein. Und gut Ding will Weile haben. Manchmal darf man auch den Frust erstmal da sein lassen und dann irgendwann, wenn der Frust sich gelegt hat, ist auf einmal Platz da für ganz viel Kreativität und etwas aus dem Frust zu schaffen. Greife ich dieses Thema Wut auch nochmal auf, weil es gibt schon echt noch viele Gedanken, die ich dazu habe. Vielleicht diskutieren wir auch in den Kommentaren weiter. Und sieh es gerne als Einladung am 18.01.
zu dem Call dazu zu kommen. Ich packe den Zoom-Link in die Beschreibung mit rein oder den Link zur Anmeldung, wie auch immer ich das dann machen werde. Lasst uns einfach wieder mehr Unbequemes ansprechen. Lasst uns wieder lernen, gemeinsam unbequeme Situationen auszuhalten, unbequeme Gespräche zu führen und dieses Thema mit Scham und allem, was da irgendwie so mit einhergeht, ein bisschen enttabuisieren, dass wir uns ehrlich und auf Augenhöhe und wahrhaftig begegnen können, dass wir wirklich echte und tiefe Verbindungen schaffen können und damit hoffentlich einen richtig, richtig großen Beitrag zu einer richtig, richtig großen Veränderung haben werden. In diesem Sinne wünsche ich dir, wo auch immer du gerade bist, was auch immer du gerade machst, einen wundervollen restlichen Tag, einen wundervollen Tag, einen schönen Abend, ein tolles Wochenende. Mach was aus deiner Wut, aus deinem Frust, lass es zu, lass es da sein. Wenn du was zu sagen hast, dropp's mir in die Kommentare. Ich freue mich riesig doll über ein Abo, einfach um diesen Channel hier ein bisschen zu pushen, um dieses Projekt auch zu pushen, um unbequem und unnötig in die Top 10 YouTube-Charts zu schallern dieses Jahr. Das wär's doch, oder? So ein bisschen, so ein bisschen rebellisch mal wieder sein. Ich liebe euch. Tschüss.